Hallo meine Lieben, wir sind wieder zu Hause zum Glück. Wir haben die Zugfahrt überstanden und sind jetzt, oder auf jeden Fall ich, doppelt so glücklich, dass wir in dieser wunderbaren Umgebung euch zeigen können, was wir gekauft haben. Rita hat jetzt ein paar Tage gebraucht und damit auch ein herzliches, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, Servus von mir. Ja, wir haben jetzt ein paar Tage zur Erholung gebraucht nach den Eskapaden des Zugfahrens ins Legoland. Wir haben heute mit euch vor, den, ich glaube, kleinsten und bescheidensten Legoland-Haul in der Geschichte unseres Kanals, was nicht an der Einkaufslaune von meiner bezaubernden Assistentin gelegen hat, sondern einfach daran, dass wir ein wenig Angst hatten, dass wir nicht mehr heimkommen mit den Teilen. Jetzt haben wir nicht so viel eingekauft, aber trotzdem ein paar Perlen für euch rausgezogen und das zeigen wir euch. Wir beginnen gleich mal mit einem Set, was ich unbedingt haben wollte. Ein neues Lego City Set, das ist dieser Hühnerstall mit Eiern und mit einem coolen ATV, also so einem Quad, und es sind noch mehrere Hühner dabei. Mir hat das Set von Anfang an sehr gut gefallen, 10 Euro gekostet, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, und ich habe das bei uns jedenfalls in Österreich noch nie irgendwo in einem Geschäft gesehen. Rita war wenig angetan, aber wir sind uns sicher, oder ich bin mir sicher, dass das im Bauernhofbereich eine tolle, tolle Figur machen wird. Ich glaube, ich habe das gestern bei Müller gesehen. Gut, egal. Wir haben es im Legoland gekauft, das ist ganz besonders für uns. Ja. Als nächstes hat natürlich unser Junior auch wieder was bekommen. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann habt ihr bemerkt, wie wir, oder besser gesagt ich, verzweifelt im Outlet Center herumgerannt sind. Die Schachtel ist jetzt schon offen. Ich frage mich zwar, wer das so, ich glaube, das war sogar ich, wer das so schlecht aufgerissen hat. Das konnte natürlich nicht zubleiben, nicht für den Haul. Normalerweise lassen wir die Sachen ja immer zu. Wir haben diese Tiere Europas gekauft. Ein, finde ich, wunderbares Set mit wahnsinnig vielen Tierchen. Listenpreis, glaube ich, 60 Euro. Also nicht günstig, aber es ist ein Set, welches auch nicht im Lego-Katalog gelistet ist. Ich weiß nicht, ob es exklusiv ist, aber es ist auf jeden Fall ein tolles, tolles Set und Tim spielt den ganzen Tag damit. Das stimmt. Lustigerweise, ich dachte mir, er wird an den Tieren sicher Gefallen finden, aber ich dachte, die Bäume sind nicht so interessant. Aber in den Bäumen können sich die Tiere so gut verstecken. Das sind nämlich lauter Türen zum Auf- und Zumachen. Und das gefällt ihm extrem gut. Und speziell, wenn wir dann eins der Tiere verstecken und dann schaut das dabei zum Beispiel bei dem Loch raus, dann haut er sich ab. Ganz richtig, gefällt ihm sehr, sehr gut. Und ich muss auch sagen, noch einmal, wir lieben diese Wildlife Rescue und Dschungel Rescue Sets aus der aktuellen City-Serie, die jetzt vom Sortiment rausgehen. Aber warum macht Lego nicht einfach bei City nochmal sowas? Ja. Zwar nicht nur bei Friends, sondern auch mal bei City. Ein wirklich tolles Set, wo auch ich sehr gefallen finde. Dann hat Rita, also das hat er von mir bekommen, Rita hat ihm auch was mitgenommen. Einen Regenschirm. Er kann zwar, also er checkt es noch nicht ganz, wie man mit einem Regenschirm geht, aber er geht so gern damit herum, wie wenn es ein Staubsauger wäre. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist egal. Irgendwann wird es dann doch wissen, wie es geht. Und Achtung, der ist doch mega. Also das ist ein Drachenschirm. Achtung, dass ich dich nicht Ich muss ein bisschen aus dem Weg gehen. Und hinten hat er sogar einen Drachenschwanz, wo Legoland draufsteht. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mir auch. Es ist zwar gar kein Lego-Branding drauf, also ich weiß nicht, ob der jetzt als Legoland-Regenschirm verkauft wird. Es ist natürlich der Drache, das Maskottchen von Lego und Legoland. Ah, hier steht es drauf, seht ihr? Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, euch vielleicht schneller als mir. Aber ich finde den total cool und ich freue mich schon, wenn wir dann jetzt leider, wenn das Wetter wieder schlechter wird und Regentage bevorstehen, mit ihm, mit diesem Schirm durch Salzburg spazieren können. Und Rita gefällt der Schirm, glaube ich, sogar auch. Ja. Also nächstes Mal kaufen wir noch einen zweiten. Solche Sachen haben sie übrigens zuhauf, auch zum Beispiel, den haben wir sogar in der Fabrik gekauft, gar nicht mal im City Shop. Apropos Fabrik, dort haben wir dieses Mal eine kleine, aber sehr erlesene Sammlung an Steinen rausgezogen. Also nochmal, wir waren ja 2 Wochen vorher auch im Legoland. Jetzt hat sich das Sortiment jetzt nicht wahnsinnig verändert. Das Einzige, was war, es gab viele Steine nicht mehr. Und zwar einige der bedruckten Steine. Wir haben keine großen Baumstammfliesen mehr in Rund gesehen, keine Marienkäfer, keine Bienen, diverse auch andere bedruckte Fliesen, die waren alle aus. Also ihr habt da
so wie es aussieht, gut eingekauft, auch nach uns. Und jetzt haben wir nur eine kleine, aber dafür handverlesene Selektion, die euch Rita jetzt präsentieren wird, wo aber wieder neue Steine dabei waren, die ich jedenfalls nicht gesehen habe beim letzten Mal. Kann, wie gesagt, auch sein, dass wir die übersehen haben. Wahrscheinlich übersehen. Ja. Beziehungsweise, glaube ich, die Büsche waren das letzte Mal auch einmal aus. Auf jeden Fall, als wir da mal in der Fabrik waren, was weiß ich. Irgendwie so. Das heißt, wir haben die 2 verschiedenen Büsche mitgenommen. Das ist einmal dieses Mittelgrün und einmal das Dunkelgrün. Und dann haben wir dieses Teil auch mitgenommen, das wir ja in Dunkelbraun und in Grün schon mal mitgenommen haben. Ihr seht hier von oben das mit den 6 wegstehenden Ästen-Zeugs. Je nachdem, was das genau sein soll, keine Ahnung. Und ich sage immer Blumenstängel dazu, aber... Genau, die Blumenstängel. Ja. Und die sind in diesem Reddish Brown, glaube ich, ist das, oder? Nein, das ist, glaube ich, Medium Nougat, wenn ich das richtig sehe. Nougat. Auf jeden Fall ja. Heller als das andere. Ich wollte auch gerade einen Satz mit auf jeden Fall anfangen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, die Teile sind verdammt leicht. Also wenn man die kauft, dann fällt da nicht viel Gewicht ins Säckchen und auch ihr müsst wenig dafür bezahlen. Wir wurden aber schon von irgendjemandem von euch, ich weiß jetzt den Namen nicht, darauf hingewiesen, dass die Teile, wenn es die hier in der Pick-a-Brick Wall gibt, dass die dort dann noch günstiger sind. Da müsst ihr halt erstens einen Lego-Shop in eurer Nähe haben und zweitens auch ja, das Glück, dass es die gerade gibt. Wir waren jetzt gerade im Lego-Shop, da gibt es auch noch eine, also in einem echten Lego-Store, da gibt es auch noch ein Haul-Video dazu demnächst. Und was ich mir gekauft habe dann ist nochmal, die habe ich letztes Mal schon gekauft, aber die finde ich einfach total cool für unsere Gehsteige. Einmal 2 Jumper Plates in Dark Bluish Grey. Da kosten die günstigsten, ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass sich der Preis spontan geändert hat, 7 bis 8 Cent pro Stück. Die großen 2x2er kosten etwa 4 Cent, also die sind Hälfte Preis, aber doppelt so groß. Jetzt gibt es die aber auch in der Fabrik und da habe ich mir gedacht, weil mich das sonst immer stört, wenn da so kleine Lücken dann drinnen sind, nehme ich da nochmal ein Säckchen mit und wir haben, wie gesagt, von jeder Position, ich sag mal, ein gutes Säckchen mitgenommen. Wir haben die Limits, auch wenn das wenig verschiedene Steine sind, gut ausgereizt, teilweise sogar 300 Gramm, weil wir zu dritt dort waren. Genau. Und also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass Rita irgendwie wirklich krank ist oder bei der Zugfahrt einen Schaden erlitten hat. Einen kleinen Schaden. Nein, alles gut, aber wir haben uns natürlich da jetzt, weil wir vor 2 Wochen so viel eingekauft haben, dieses Mal nur die Highlights rausgesucht, auf gut Deutsch. Genau. Was Christoph eigentlich fast übersehen hätte, waren diese geriffelten Baumstämme. Habt ihr sicher schon im Video mitbekommen. Da haben wir auch einige mitgenommen für Bäume. Ich weiß nicht, warum ich die übersehen habe, Entschuldigung für die Unterbrechung. Die geriffelten sind nämlich weit seltener auf Bricklink als die normalen runden 2x2 Bricks und ich wollte schon längere Zeit wieder mal geriffelte haben, hat es aber nirgends gegeben auf Bricklink jetzt in letzter Zeit bei unseren Verkäufern. Und Rita hat die noch gesehen und natürlich gleich zugeschlagen. Genau. Dann noch diese Plates, die eigentlich nur bei den Minifiguren-Serien auf jeden Fall für mich dabei sind. Diese Steher, wo die Minifiguren draufstehen. Dieses Mal aber in diesem Hellgrau. Auch in Hellgrau dieser 1x3er ist es, oder? Ja. 1x3er, aber 2 Studs obendrauf und dann noch diese runden, ganz speziellen. Genau, also die habe ich mir ausgesucht, aber sehr gut erklärt, Frau Kollegin. Diesen Minifigurenständer, ich weiß gar nicht, ob das ein Teil oder eine Plate ist bei Lego, da gibt es die auch in schwarz, wie bei den Minifiguren, bei den CMFs, die haben wir aber zuhauf. Jetzt gibt es die auch in Orange gab es die auch, genau, wie in der Batman-Serie, glaube ich, oder irgendwo sind die mal, oder bei einer Jubiläumsserie, Batman nicht, bei Batman waren sie schwarz mit Logo. Orange waren sie mal bei einer anderen Serie. Das ist eine ziemlich neue Fliese hier, jedenfalls für uns. Die haben wir noch nicht oft gehabt. Gibt es in nicht allzu vielen Sets. Und hier habe ich mir gedacht, einfach für die Verzierung, wenn es irgendwo mal ein wenig schottrig wird und wir sowas brauchen, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Oder vielleicht für auch ein Ritter-Layout in der Zukunft. Mal sehen. Dann haben wir uns noch diesen Stein geholt. Den haben wir euch auch im Video schon gezeigt. Das ist der 5-mal Besuchsjubiläumsstein. Also wenn ihr 5-mal im Legoland mit eurer Jahreskarte wart, dann könnt ihr euch den holen. Einfach dort bei diesem Jahreskartenbüro nachfragen und dann bekommt ihr das. Der schaut dann im
Computer nach, wie oft ihr schon da wart und dann geht das. Wichtig ist nur, dadurch, dass wir Jahreskarte gewechselt haben, ja vor kurzem zählt dann das alte nicht mehr. Ja, also ich glaube offiziell heißen die Besuchsmeistersteine, aber der nette Kollege dort, Grüße gehen raus, hat sich gleich ausgekannt. Und wie Rita richtig sagt, es gibt auch noch den 10er und den 15er. Man muss also in einem Kalenderjahr so oft dort gewesen sein mit seiner Jahreskarte. Genau. Und wir haben jetzt von einer alten klassischen Jahreskarte auf einen Merlin-Abenteuerpass gewechselt und da wusste er oder hatte er keinen Überblick mehr, wie oft wir dann mit der alten Jahreskarte schon dort waren. Sonst hätten wir, glaube ich, sogar den 10er bekommen. Aber das holen wir auf jeden Fall noch nach. Genau. Und dann haben wir noch was mitgenommen und dieses Mal seht ihr es oder könnt ihr es hoffentlich bestens lesen, ohne dass es spiegelverkehrt ist. Denn auf Instagram habe ich ja ein Foto gepostet und wieso auch immer, bei den Selfies ist es oft spiegelverkehrt. Wenn man das umstellen kann, dann sagt's mir's. Ich habe da ein neues Handy und das irgendwie kenne ich mich da nicht ganz so aus. Rita braucht technische Assistenz, die ich hier nicht leisten kann. Christoph hat nämlich auch ein super altes Handy. Also der assistiert gar nichts. Klapptasten-Handy bei mir am Start. Pensionist mit den ganz großen Tasten. Ja, da haben wir diese Auszeichnung bekommen, dass wir eben bei dem Weltrekordversuch mitgemacht haben und das freut uns sehr. Sorry nochmal an die Dame, die sich sehr schwer getan hat, unseren Namen zu schreiben. Und wir haben den Zettel, es gibt den auch übrigens auf Deutsch, aber Ja. wir haben die englische Fassung bekommen. Wahrscheinlich hat sie wegen dem Namen gedacht, wir kommen aus Great Britain oder Amerika. Rita hat so international ausgesehen an dem Tag, aber ganz genau, wenn ihr hier mitbaut bei diesem Weltrekordversuch, habt ihr uns auch ganz tolle Nachrichten geschrieben und auch sogar Fotos von euren Häusern, also wirklich, wirklich tolle Aktion. Dann bekommt ihr hier handsigniert von Olli, dem Drachen, von dem Rita auch den Schirm gekauft hat. Und vom Legoland. Jungen Boy, ein Autogramm mehr oder weniger und das werden wir uns auch auf jeden Fall irgendwie einrahmen und in die Lego-Stadt reinstellen. Ja, das war es jetzt schon von uns. Ihr seht, es war wenig los. Ich habe mir 1, 2 Sets gesehen, die ich eigentlich gerne mitnehmen hätte wollen, weil wir ja in den letzten Augusttagen dort waren, kurz vor der großen Preiserhöhung. Also mir hätten da schon ein paar Sachen ganz gut gefallen, einfach auf nicht zum Weiterverkauf, aber auf als Vorrat, als Reserve Sets, die ich so vielleicht möchte, die aber jetzt teurer werden oder geworden sind, leider zum heutigen Tag oder besser gesagt vor ein paar Tagen. Mit dem Auto fährt. Aber ja, wir hatten ein wenig Angst, dass wir nicht mehr in den Zug reinkommen. Es war so schon nur mehr mit Ach und Krach möglich mit dieser Tasche und wir haben ja auch einen Bricklink Haul abgeholt dort. Den haben wir aber nicht ans Legoland geschickt, sondern an einen Freund, Grüße gehen auch raus an dich, der uns den dann mit ins Legoland gebracht hat, damit wir ein bisschen Versandkosten sparen können, weil die sonst nach Österreich immer so teuer sind. Und ja, deswegen haben wir jetzt ein bisschen weniger mitgenommen. Ihr wisst, es war ja ein ganz spontaner Ausflug dorthin. Wir wollten einfach bei dieser Weltrekordaktion mal schauen, was dort so los ist. Es war noch möglich, mit dem Zug zu fahren, günstig. Und da haben wir jetzt einkaufstechnisch gar keine großen Pläne und Organisationen angestellt vor unserem glorreichen Besuch dort. Aber der Tag war sehr schön und ich bin schon gespannt, wo diese Teile hier hinwandern werden. Wir werden jetzt demnächst wieder nach Wild City fahren und dann seht ihr, ich denke, alles bis vielleicht auf Teams Duplo, ich weiß nicht, ob wir das auch in die Stadt stellen, eher weniger wahrscheinlich. Hoppla, jetzt ist alles rausgefallen. Seht ihr dann wieder. Wir werden nach Wild City hoffentlich mit dem Auto fahren und ins Legoland das nächste Mal auch wieder mit dem Auto fahren und dann seht ihr wieder einen richtig coolen Haul. Ja, ich meine, der war auch cool, aber... Wurde ja auch schon geschrieben, dass wir jetzt das nächste Mal wirklich mit dem Flugzeug fliegen. Flughafen Memmingen wurde schon angesprochen, dass der nicht so weit weg ist, aber... Holt uns leicht wer ab. Da wird dann dort wahrscheinlich wenig zu einkaufen zu sein, weil der Flug so teuer ist. Ja, aber ich dachte mit Privatjet. Habe ich mich nicht gut Diese Frau wird langsam wirklich größenwahnsinnig, eine echte Influencerin, die Ansprüche stellt. Holt uns ab. Aber gut, dann nicht. Wenn ihr jetzt dann doch den Pilotenschein noch nachmacht und uns zufälligerweise abholen möchtet, sehr gern. Aber bitte nur, wenn ihr ein Flugzeug habt, wo man auch was einpacken kann. Genau, also es muss ein bisschen Platz im Gepäckraum sein. An dieser Stelle, glaube ich, soll es das gewesen sein von uns. Ja. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart bei diesem kleinen, aber feinen Haul aus dem Legoland. Ja. Schreibt uns wie immer gerne, was ihr so eingekauft habt. Jede Menge von euch waren ja jetzt auch kürzlich erst dort. Vielleicht haben wir tolle Teile übersehen. Wir wurden letztes Mal darauf hingewiesen, dass es Technikreifen gibt, also für Technikautos, die pro Stück 6 € kosten. Felgen, die auch ungefähr so viel kosten. Also wir haben da sicher
wir sind keine Technik, schon Liebhaber, ich bin großer Technikliebhaber, aber wir sind keine Technikbauer. Die haben wir bestimmt übersehen, also schreibt uns gerne, auch wenn es was Neues gibt. Sehr gerne, immer her damit. In dem Sinne macht's gut und vergesst nicht auf die Giraffen, wenn es die gibt, sofort bei mir melden. Auch die, genau. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.